Der Wille zur Macht ist ein zentrales Konzept in Nietzsches Philosophie. Es beschreibt eine universelle treibende Kraft, die nicht nur das individuelle Leben, sondern die gesamte Wirklichkeit durchdringt. Was Nietzsche unter dem Willen zur Macht versteht, welche Bedeutung dieses Konzept für seine Philosophie hat und wie der Wille zur Macht missverstanden und instrumentalisiert wurde, erfährst du in diesem Video. Bei Nietzsches Konzept des Willens zur Macht handelt es sich nicht um ein systematisches, psychologisches oder naturphilosophisches Konzept. Der Begriff durchläuft in Nietzsches Werk verschiedene Entwicklungsstufen und wurde aufgrund seiner fragmentarischen Natur unterschiedlich, teils widersprüchlich interpretiert. Die Idee entwickelt Nietzsche in den frühen 1880er Jahren. In Also sprach Zarathustra verdeutlicht er die Bedeutung des Konzepts für sein gesamtphilosophisches Denken und beschreibt ihn als fundamentale Kraft, die alles Leben durchdringt. In Jenseits von Gut und Böse und zur Genealogie der Moral vertieft er diese Idee weiter. Der Wille zur Macht ist für Nietzsche nicht bloß ein Streben nach politischer, sozialer oder physischer Herrschaft, sondern eine universelle Dynamik, die alles Leben antreibt. Als dynamisches Prinzip fördert er ständige Veränderung und Wachstum. Nietzsche schreibt: Leben selbst ist Wille zur Macht. Die Selbsterhaltung ist nur eine der indirekten und häufigsten Folgen davon. Damit wendet er sich gegen die traditionelle Vorstellung von Selbsterhaltung, wie sie etwa bei Spinoza oder Darwin vorkommt. Auch Schopenhauers pessimistischen Willen zum Leben stellt er in Frage. Für Nietzsche ist der Wille zur Macht nicht bloß ein Überlebensinstinkt, sondern ein Streben nach Wachstum, Expansion, Selbstüberwindung und Schöpfung. Er ist die Kraft, die Lebewesen dazu antreibt, ihre Grenzen zu überschreiten, neue Werte zu schaffen und Macht im Sinne von Einfluss, Kreativität und Selbstverwirklichung auszuüben. Der Wille zur Macht bezieht sich bei Nietzsche aber nicht nur auf das Individuum, sondern auf die ganze Welt. Er ist sowohl ein individuelles als auch ein kosmisches Prinzip. Es handelt sich um eine schöpferische und dynamische Energie, die sich in unterschiedlichen Formen manifestiert. Von der künstlerischen Kreativität über die Selbstverwirklichung bis hin zur Gestaltung von Kulturen, Gesellschaften, Moralsystemen sowie in physikalischen und biologischen Prozessen. Auf individueller Ebene äußert er sich als psychologische Kraft, die das Handeln und Streben des Einzelnen antreibt. Auf kosmischer Ebene ist er die treibende Kraft hinter der Entwicklung des Universums, der Evolution und der Dynamik von Kulturen und Gesellschaften. Der Wille zur Macht liefert für Nietzsche die Antwort auf die Frage, was das Leben antreibt, nachdem traditionelle metaphysische und religiöse Erklärungen an Glaubwürdigkeit verloren haben. Als kosmisches Prinzip beschreibt der Wille zur Macht die grundlegende Struktur der Wirklichkeit. Er ist das Prinzip alles Lebendigen, der grundlegende Antrieb aller Lebewesen, aber auch der unbelebten Natur. Nietzsche lehnt traditionelle metaphysische Dualismen ab, wie die platonische Trennung von Geist und Materie oder die christliche Unterscheidung von Gut und Böse. Stattdessen schlägt er eine vitalistische Sichtweise vor, in der die gesamte Welt als ein Zusammenspiel von Kräften verstanden wird, die alle vom Willen zur Macht durchdrungen sind. In seinen nachgelassenen Notizen schreibt er: Diese Welt ist der Wille zur Macht und nichts außerdem. In dieser kosmischen Perspektive ist der Wille zur Macht die treibende Kraft hinter allen Phänomenen. Von physikalischen Prozessen über die Evolution bis hin zur Entwicklung von Kulturen und Ideen. Er ersetzt traditionelle metaphysische Konzepte wie Gott oder eine teleologische Ordnung und bietet eine dynamische, prozessorientierte, vitalistische Sicht der Welt. Alles, was existiert, ist laut Nietzsche Ausdruck des Willens zur Macht, der sich in einem ständigen Ringen und Werden manifestiert. Diese Sichtweise ist eng mit Nietzsches Idee der ewigen Wiederkunft verbunden, die das Leben als zyklischen Prozess ohne festes Ziel begreift und die Bejahung des Lebens in seiner Gesamtheit fordert. Der Wille zur Macht ist somit nicht auf den Menschen beschränkt, sondern ein universelles Prinzip, das die gesamte Realität durchzieht. Es ist eine Art ontologische Grundlage, die erklärt, warum die Welt so ist, wie sie ist. Ein ständiges Streben nach mehr, nach Überwindung und nach Selbstverwirklichung. Um den Willen zur Macht zu verstehen, ist es wichtig, ihn in den philosophischen Kontext von Nietzsches Zeit einzuordnen. Nietzsche war stark von Arthur Schopenhauer beeinflusst, dessen Konzept des Willens zum Leben eine zentrale Rolle in seiner Metaphysik spielt.
Schopenhauer sah den Willen als blinde, irrationale Kraft, die das Leiden der Welt verursacht und nur durch Askese überwunden werden kann. Nietzsche wendet sich gegen diese pessimistische Sichtweise und transformiert den Willen zum Leben in den Willen zur Macht. Im Gegensatz zu Schopenhauer feiert Nietzsche das Leben in seiner Dynamik und Schöpferkraft. Metaphysische Annahmen lehnt er ab. Ein weiterer Einfluss ist die Biologie Darwins, insbesondere die Idee des Kampfes ums Dasein. Doch Nietzsche kritisiert die darwinistische Betonung der Selbsterhaltung und argumentiert, dass das Streben nach Macht, also nach Wachstum, Selbstüberwindung und Schöpfung, die eigentliche treibende Kraft der Evolution sei. Auf der individuellen Ebene beschreibt der Wille zur Macht die psychologische Kraft, die das Handeln und Streben des Einzelnen antreibt. Er ist das Verlangen, Widerstand zu überwinden und zielt auf ständige Veränderung und Verbesserung. Dieser Antrieb geht über das bloße Überleben oder ein reines Machtstreben hinaus. Wille zur Macht ist das Schlüsselkonzept hinter aller menschlichen Motivation. Als grundlegendes Prinzip durchdringt der Wille zur Macht alle menschlichen Handlungen und Bestrebungen, unabhängig von der moralischen Ausrichtung. Er ist weder positiv noch negativ konnotiert und kann sich unterschiedlich ausdrücken. Er ist amoralisch, jenseits von Gut und Böse. In zur Genealogie der Moral kontrastiert Nietzsche die Herrenmoral, die aus Stärke und Selbstbewusstsein entspringt, mit der Sklavenmoral, die aus Ressentiment und Schwäche entsteht. Der Wille zur Macht kann sich sowohl affirmativ in schöpferischer Selbstverwirklichung als auch reaktiv in Neid, Rache, Unterdrückung oder Askese zeigen. Bei starken Menschen äußert er sich in der Fähigkeit des Individuums, seine eigenen Werte zu schaffen, innere Konflikte, Ängste und gesellschaftliche Zwänge zu überwinden, sein Potenzial voll auszuschöpfen und ein authentisches, selbstbestimmtes Leben zu führen. Er drückt sich aus im Streben nach Kreativität, Wissen, Selbstverwirklichung, Autonomie und Selbstüberwindung. Ein starkes Individuum, das den Willen zur Macht in seiner reinsten Form verkörpert, bejaht das Leben in all seinen Facetten, gerade in Leid und Widerstand. Denn Leiden bietet dem Willen zur Macht die Gelegenheit, sich zu entladen und seine Stärke zu zeigen. Was uns nicht umbringt, das bringen wir um, das macht uns stärker. Glück bedeutet für Nietzsche das Gefühl davon, dass die Macht wächst, dass ein Widerstand überwunden wird. Nicht Zufriedenheit, sondern mehr Macht. Nicht Friede, sondern Krieg. Nicht Tugend, sondern Tüchtigkeit. Der starke Mensch übernimmt Verantwortung für sein Leben und lässt sich nicht von fremden Werten oder Autoritäten leiten. Besonders deutlich wird dies in Nietzsches Konzept des Übermenschen. Dieser gilt als Ideal eines Menschen, der frei von konventionellen Moralvorstellungen lebt, Widerstände überwindet und durch seinen Willen zur Macht neue Werte setzt. Er kann seinen Willen durchsetzen und über die Werte einer Gesellschaft bestimmen, indem er alte Werte zerstört und neue schafft. Nietzsche selbst ist ein Beispiel für ein solches schöpferisches und gleichzeitig zerstörerisches Handeln. Er philosophiert mit dem Hammer. Er akzeptiert nicht wie andere Philosophen metaphysische Wahrheiten oder untermauert diese, sondern zerstört alte Wahrheiten, um neue zu schaffen. Bei schwachen Menschen drückt sich der Wille zur Macht hingegen reaktiv in lebensverneinenden Formen wie Neid oder Askese aus. Da die Schwachen ihre Macht nicht direkt durch Stärke oder Schöpfung ausüben können, werten sie die Stärke der Herren ab und erheben Werte wie Demut, Mitleid und Gleichheit zu Tugenden. Diese Umwertung ist selbst ein Ausdruck des Willens zur Macht, dass sie den Schwachen ermöglicht, eine Form von Kontrolle oder moralischer Überlegenheit über die Starken zu erlangen. Askese, der Verzicht auf Bedürfnisse wie Nahrung, Sex, Ruhm, ist für Nietzsche nicht etwa Abwesenheit von Wollen, sondern ebenfalls Ausdruck des Willens zur Macht. Mithilfe von Askese übt der Mensch Macht über sich selbst oder andere aus. Es geht um individuelle oder soziale Kontrolle. Askese wird zum einen praktiziert, weil Menschen lieber das Nichts wollen als nicht wollen. Der Asket übt seinen Willen zur Macht aus, indem er seine natürlichen Instinkte unterdrückt. Zum anderen dient Askese dazu, politische und moralische Autorität zu erlangen. Priester als Anführer der Sklavenmoral nutzen laut Nietzsche das asketische Ideal, um moralisch überlegen zu wirken und soziale Kontrolle zu erlangen. Nietzsches Konzept vom Willen zur Macht ist eng mit seiner Kritik an der traditionellen Moral verbunden.
Es entlarvt Moral als Machtstrategie der Schwachen. Nach dem Tod Gottes, der Metapher für den Verlust absoluter Werte, bietet der Wille zur Macht eine neue Grundlage für das Verständnis von Sinn und Wert im Leben. Nietzsches Vorstellung vom Willen zur Macht führt zu seiner Kritik an der traditionellen Moral und Religion. Nietzsche sieht Moral nicht als absolute, göttliche oder rationale Wahrheit, sondern als historisch gewachsenes Produkt des Willens zur Macht. Die traditionelle Moral, insbesondere die christliche, hemmt den Willen zur Macht bzw. lenkt ihn in eine lebensfeindliche, zerstörerische Richtung. Sie unterdrückt das Leben, die Kreativität und die Selbstentfaltung und fördert Schwäche, Unterwürfigkeit und Gleichmacherei. Während der schöpferische Wille zur Macht nach Individualität, Stärke und Exzellenz strebt, unterdrückt die christliche Sklavenmoral die lebensförderlichen Triebe und Instinkte des Menschen. Sie zerstört die Menschheit, indem sie Schwäche idealisiert und das Leben verachtet. Priester propagieren die lebensfeindliche Moral des Christentums, um ihre Macht zu sichern. Begriffe wie Seele, Geist, freier Wille oder Gott dienen nur dazu, die Menschen von ihrer natürlichen Kraft und ihren Instinkten zu entfremden. Die christliche Moral der Selbstaufopferung und Nächstenliebe ist für Nietzsche eine Strategie der Schwachen, um die Starken zu bezwingen. Sie maskiert den eigenen, reaktiven, lebensfeindlichen Willen zur Macht als gut, während sie den affirmativen, schöpferischen Willen der Starken als böse brandmarkt. So wird Moral zu einem Werkzeug der Rache und des Ressentiments, das das Leben verneint. Nietzsche fordert eine Umwertung aller Werte, um eine neue, lebensbejahende Moral zu schaffen. Auch metaphysische Ideen wie die Annahme einer wahren Welt jenseits der sinnlichen, die von Platon bis Kant und im Christentum postuliert wird, kritisiert Nietzsche als lebensfeindlich. Eine solche Metaphysik schafft Dualismen, die das Leben entwerten, indem sie illusionäre Hinterwelten erfindet. Sie ist eine Strategie der Schwachen, die das Chaos des Lebens nicht ertragen können. Sie verneint die Realität, in der wir leben, zugunsten bloßer Illusionen. Der Wille zur Macht dient als Alternative. Er erklärt die Realität als ewigen Kampf und Werden, als schöpferische Dynamik ohne transzendente Prinzipien. Alles, von Organismen bis zu Ideen, ist Ausdruck dieses Willens, der sich in Interpretationen und Perspektiven manifestiert, nicht in ewigen Wahrheiten. Für Nietzsche gibt es keine absolute Wahrheit, sondern nur Perspektiven, die alle Ausdruck des Willens zur Macht sind. Wille zur Wahrheit ist Wille zur Macht, schreibt Nietzsche in Jenseits von Gut und Böse. Menschen, die ihre eigene Perspektive als absolute Wahrheit postulieren, üben damit Macht aus. Sie stellen ihre eigene Interpretation als allein gültig dar. Metaphysik selbst ist ein Produkt des Willens zur Macht. Philosophen und Priester schaffen metaphysische Systeme, um Macht über andere auszuüben, indem sie Illusionen wie Gott oder das Absolute als Wahrheit verkaufen. Nietzsche demaskiert diese metaphysischen Spekulationen als lebensverneinend und fordert stattdessen eine fröhliche Wissenschaft, die das Chaos des Lebens annimmt und neue Werte schafft. Nietzsches Werk Der Wille zur Macht ist kein von ihm selbst veröffentlichtes Buch, sondern eine posthume Zusammenstellung von Notizen, die nach seinem Tod von seiner Schwester Elisabeth Förster-Nietzsche und dem Nietzsche-Archiv herausgegeben wurde. Es spiegelt nicht Nietzsches endgültige Intention wider, sondern ist eine Auswahl und Bearbeitung seines Nachlasses. Nietzsche plante in den 1880er Jahren ein großes Werk mit dem Titel Der Wille zur Macht, Versuch einer Umwertung aller Werte, das seine Philosophie zusammenfassen und eine radikale Kritik an traditionellen Werten sowie eine neue Werteordnung präsentieren sollte. Er sammelte umfangreiche Notizen, skizzierte Gliederungen und arbeitete an diesem Projekt, verwarf es jedoch zugunsten anderer Werke, wie Also sprach Zarathustra und Jenseits von Gut und Böse. Nach Nietzsches geistigem Zusammenbruch 1889 und seinem Tod 1900 übernahm seine Schwester Elisabeth die Kontrolle über sein literarisches Erbe. Sie stellte aus seinen Notizbüchern, insbesondere aus den Jahren 1883 bis 1888, eine Auswahl zusammen und veröffentlichte diese 1901 unter dem Titel Der Wille zur Macht. Spätere erweiterte Ausgaben erschienen 1906 und 1911.
Die Zusammenstellung ist umstritten, da Elisabeth und ihre Mitarbeiter wie Peter Gast die Notizen auswählten, bearbeiteten und in einer Weise organisierten, die Nietzsche nicht autorisiert hatte. Elisabeth ließ ihre antisemitischen und nationalistischen Tendenzen in die Edition einfließen, was das Werk verzerrte. Zum Beispiel betonte sie Passagen, die Macht und Stärke glorifizierten und ließ Nuancen weg, die Nietzsches komplexe amoralische Sichtweise verdeutlichten. Dies schuf ein einseitiges Bild des Willens zur Macht als brutales Streben nach Herrschaft. Heutige Nietzsche-Forscher wie Giorgio Colli und Mazzino Montinari, die die kritische Gesamtausgabe herausgaben, betrachten Der Wille zur Macht nicht als authentisches, kohärentes Werk, sondern als Sammlung von Fragmenten. Der Wille zur Macht besteht aus etwa 1000 Aphorismen und Fragmenten, die in 4 Bücher unterteilt sind. Die Notizen decken eine Vielzahl von Themen ab, die Nietzsches Spätphilosophie prägen. Trotz der problematischen Entstehung ist Der Wille zur Macht eine wichtige Quelle für das Verständnis von Nietzsches Spätwerk. Es fasst zentrale Konzepte wie den Willen zur Macht, die Umwertung aller Werte, den Übermenschen und den Perspektivismus zusammen. In einer Passage aus seinen Notizen von 1885 beschreibt Nietzsche, was er unter dem Willen zur Macht versteht. Diese Welt, ein Ungeheuer von Kraft, ohne Anfang, ohne Ende, als Kraft überall, als Spiel von Kräften und Kraftwellen, zugleich eins und vieles, ein Meer in sich selber stürmender und flutender Kräfte, ewig sich wandelnd, sich selber bejahend. Diese Welt ist der Wille zur Macht und nichts außerdem. Und auch ihr selber seid dieser Wille zur Macht und nichts außerdem. Nietzsches Konzept des Willens zur Macht wurde vielfach kritisiert und missverstanden. Insbesondere in der Zeit des Nationalsozialismus wurde es als Rechtfertigung für Tyrannei, Unterdrückung und Machtpolitik instrumentalisiert, obwohl Nietzsche selbst jede Form von Nationalismus, Antisemitismus und Kollektivismus ablehnte. Die Nationalsozialisten interpretierten den Willen zur Macht als Rechtfertigung für ihre Ideologie der totalitären Herrschaft, militärischen Expansion und rassischen Überlegenheit. Sie reduzierten das Konzept auf einen primitiven Kampf um Macht, der mit Gewalt, Unterdrückung und der Herrenrasse verbunden war. Die ideologische Vereinnahmung und der Missbrauch des Konzepts im Nationalsozialismus führte zu einer verzerrten Rezeption von Nietzsches Denken. Die kritische Nietzsche-Forschung hat diesen Missbrauch weitgehend korrigiert, indem sie seine Schriften im Originalkontext interpretiert. Für Nietzsche war der Wille zur Macht ein universelles, amoralisches Prinzip, das die gesamte Welt durchdringt und sich in künstlerischer Schöpfung, Selbstüberwindung, aber auch in gesellschaftlichen, kulturellen, biologischen und physikalischen Prozessen ausdrückt. Nietzsche verstand Macht primär als individuelles, schöpferisches Prinzip, nicht als kollektive Unterdrückung. Es ging ihm nicht um rohe Gewalt oder politische Herrschaft, sondern um Selbstbeherrschung, Selbststeigerung, Kreativität und die Schaffung neuer Werte. Nietzsches Konzept des Willens zur Macht ist ein zentraler Baustein seiner Philosophie. Es bietet eine Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens in einer Welt ohne absolute Werte und fordert den Menschen dazu auf, sein Potenzial voll auszuschöpfen und neue Werte zu schaffen. Überzeugt dich Nietzsches Konzept? Was hältst du selbst vom Willen zur Macht? Schreibe deine Meinung sehr gerne in die Kommentare. Wenn du deine philosophischen Kenntnisse vertiefen möchtest, schau gerne im Shop vorbei. Dort findest du Zusammenfassungen, Prüfungsfragen, Unterrichtsmaterialien sowie die Skripte und Folien zu meinen Videoreihen. Viel Spaß beim Lernen und bis bald!